Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich entschlossen, auf meine kleine Märklin-M-Gleisbahn noch ein kleines Faller AMS-System zu bauen. Das heißt, das frühere System mit fahrenden Fahrzeugen von Faller. Gebaut wurde das von 1963 bis 1986. Das System ist ähnlich wie die Carrera-Bahn. Die Autos haben einen Mittelstift, mit dem sie in der Fahrbahn gehalten werden, und rechts und links jeweils einen Schleifer und holen sich damit den Strom aus der Schiene. Ich bin also hingegangen, habe mir einen ganzen Satz Schienen gebraucht gekauft, um hier dann festzustellen, dass die Stromleiter alle komplett verrostet sind. Ich das Ganze erstmal ordentlich sauber machen musste, damit es überhaupt funktioniert. Und damit war ich erstmal eine ganze Zeit lang beschäftigt. Dann hatte ich die Idee, hier mit ganz engen Radien zu arbeiten, um nicht nur einmal im Kreis zu fahren, sondern eine Kreuzung einzubauen und wenigstens so eine vereierte Acht hinzubekommen. Das Ganze ist in der Praxis dann gescheitert, weil die engen Radien mit den Fahrzeugen dann doch Probleme gemacht haben. Das heißt, die Fahrzeuge haben mit dem inneren Rad von der Schiene im engen Bogen sozusagen die Fahrbahn verlassen und hingen runter, sind dann natürlich stehen geblieben. Wenn man schneller gefahren ist, war das Problem, dass sie dann in den engen Kurven nach außen rausgeflogen sind, so wie man das ja von der Carrera-Bahn kennt, sodass ich dann den Kompromiss eingegangen bin, größere Radien zu verwenden. Dadurch musste ich meine Strecke allerdings dann komplett verändern und nur vorne rechts in dem Bereich bin ich noch bei den engen Radien geblieben und so einigermaßen funktioniert das Ganze jetzt. Problem macht noch die Kreuzung, das heißt, die Fahrzeuge setzen mit ihren Schleifern dann auf den querlaufenden Stromschienen auf und springen bei höherer Geschwindigkeit hoch. Der eine mehr, der andere weniger. Ich habe schon versucht, das Ganze zu biegen und zu bearbeiten, habe das aber nicht wirklich hinbekommen. Und werde mir wahrscheinlich dann nochmal eine andere Kreuzung zu besorgen, um zu gucken, ob das prinzipiell so ist oder ob das nur an dieser alten, schrumpeligen Kreuzung ist, die ich hier erwischt habe. Die Fahrzeuge selbst haben von mir nur neue Reifen bekommen. Ich müsste sie aber alle wahrscheinlich mal warten. Der blaue Porsche ist damit am Anfang zum Beispiel sehr gut gefahren. Aber je mehr Runden ich damit fahre, umso mehr Probleme macht er. Deswegen werde ich hier um eine Wartung von den Fahrzeugen wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Dann habe ich mir hier noch einen alten Original-Trafo gekauft und 2 alte Original-Pultregler. Nachdem ich das aber angeschlossen hatte, habe ich festgestellt, dass damit nur der Porsche fährt. Die anderen beiden Wagen haben nur mal kurz gezuckt und selbst bei voll aufgedrehtem Trafo sind die beiden keinen Zentimeter von der Stelle gekommen. Also bin ich hingegangen, habe im Keller kurzerhand einen alten Lehmann-Trafo ausgegraben, den angeschlossen und damit fahren die Fahrzeuge wunderbar, lassen sich auch wunderbar steuern. Was allerdings nicht funktioniert, 2 Fahrzeuge auf diesem kleinen Kreis hier gleichzeitig fahren zu lassen, weil sie doch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben und sich entweder gegenseitig einholen oder der eine stehen bleibt und der andere von der Strecke fliegt. Das funktioniert bis hierhin jetzt leider nicht. Dann habe ich gesehen, im Internet gibt es einige Seiten mit dem Faller AMS-System, wo sich Leute damit ausgiebiger beschäftigt haben, dass man zum Beispiel hingehen kann und kann die Stromleiter auf der Schiene noch mit Alufolienstreifen bekleben, zur besseren Leitfähigkeit. Das sieht dann für mich allerdings ganz merkwürdig aus und deswegen habe ich davon erstmal abgesehen. Es würde auch noch die Möglichkeit bestehen, einen Digitaldecoder vor die Anlage zu setzen, sodass man über eine Digitalsteuerung die Wagen ansteuern könnte. Soll eigentlich auch ganz gut funktionieren. Und ich habe gesehen, dass es auch Fahrzeuge von anderen Herstellern in der Größe gibt, die man verwenden könnte. Wobei ich jetzt hier mit meiner alten Anlage erstmal gucke, dass ich auch bei den alten Faller-Fahrzeugen bleibe. Und bei den anderen Dingen digital anzusteuern oder mit Alufolien die Stromleiter zu bekleben, soweit wollte ich mich eigentlich gar nicht damit beschäftigen. Wollte eigentlich hier nur einen kleinen Zusatz schaffen, damit nicht nur die Eisenbahn fährt, sodass hier noch ein paar Autos unterwegs sind und jetzt werde ich erstmal gucken, ob sich das Ganze bewährt. Habe das Ganze erstmal nur provisorisch locker aufliegen und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Als Fahrzeuge habe ich als allererstes hier einen Opel Diplomat in der aufregenden Lackierung beige. Nicht unbedingt die schönste Lackierung, aber das Auto fährt ganz ordentlich. Als zweites haben wir einen Porsche 911, von Faller wohl der Typ 1, wenn ich das richtig rausbekommen habe. Es gibt da wohl noch eine zweite Variante, das ist allerdings die erste.
Das müsste ein Capri-Blau sein, weil es gibt noch ein Azurblau. Das dritte Auto ist ein Mercedes 230 SL Coupé. Hier in der Ausführung rot mit schwarzem Dach, denn da hat Falle jede Menge Farbvarianten davon herausgebracht. Und ich denke, das wird nicht mein einziger Mercedes bleiben, sondern ich hoffe, dass da noch der eine oder andere dazukommen wird. Ich lasse das Ganze jetzt hier noch ein paar Runden drehen. Damit das nicht ganz so langweilig wird, habe ich noch ein paar Gebäude auf die Strecke gestellt. Alles gesammelte Teile, die ich im Laufe der Zeit gebraucht gekauft habe. Ich werde die bei Gelegenheit dann noch ein bisschen ausschmücken und beleuchten. Aber erstmal gucke ich, dass sich das Ganze hier bewährt und ich das Ganze auch vielleicht noch zuverlässiger zum Fahren bekomme. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, das war's dann mit dem Video über die Anfänge mit meiner kleinen AMS-Strecke. Ich hoffe, das entwickelt sich weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.